Eine weitere Neuerung im eCetzer 2024 haben wir in dem Bereich Create a Report. Hier haben wir die Möglichkeit, beim Erstellen oder beim Aufrufen eines Reports zu sagen, wohin soll der Report geschrieben werden und wie soll der Report heißen. Hier sehen wir jetzt den Eintrag, wie wir so einen Report aufrufen, wählen uns den fertigen Report aus und sagen jetzt, wo soll das Ergebnis hingeschrieben werden und wie soll das Ergebnis heißen. Somit kann es später vollautomatisch, zum Beispiel per Makro, aufgerufen werden und wir müssen keine manuellen Eingaben machen. Jetzt rufen wir diesen Report, den wir gerade erstellt haben, auf und schauen uns an, dass der Report genau dahin geschrieben wurde, wo wir ihn hin wollten und das auch genau so heißt, wie wir ihn genannt haben. Genau dieselbe Option haben wir auch beim Makro aufzeichnen bzw. beim Makro aufrufen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal ein Makro aufzeichnen. Dafür gehen wir auf Makro, Makro Record, rufen dabei unseren Report auf und sagen jetzt Stop Record und haben dort das, was wir aufgerufen haben, bloß als eCetzer Befehle. Und wir sehen auch, dass wir dort die Option Output haben. Benennen wir nochmal den Report um und speichern unser Makro, das wir gleich aufrufen möchten mit einem neuen Namen. Jetzt schließen wir das Makrofenster, gehen nochmal oben zu dem Makro aufrufen und sagen, wir möchten ein neues Makro hinzufügen, vergeben einen Namen für dieses Makro, wählen uns das Makro selbst aus, was wir gerade aufgezeichnet und abgespeichert haben. Und jetzt können wir das Makro aufrufen. Und wenn das Makro fertig ist, haben wir einen neuen Report dort in unserem Pfad mit einem neuen Namen.